Landau in der Südpfalz. Schon bevor er das Motorrad restaurierte, mit dem Jutta Kleinschmidt als schnellste Frau die Rallye Paris-Dakar gewann, war klar, eine einfache Schrauberbude ist das hier nicht. Seit mehr als 30 Jahren repariert Ulrich Beppler Motorräder, baut sie um oder restauriert, mit dem nötigen Know-how und nicht zuletzt der Geduld für besondere Herausforderungen. Sein aktueller Fall sieht ziemlich vernachlässigt aus. Dabei muss das Motorrad einmal der ganze Stolz seines Besitzers gewesen sein. Das ist eine BMW R75/5. Diese ist von Baujahr 72, hat 50 PS, hat im Prinzip damals eine Höchstgeschwindigkeit gehabt oder immer noch von 175 km/h und hat zum ersten Mal gekostet 4.998 D-Mark. Fast 5.000 D-Mark. Das war viel Geld. Dafür hätte man auch einen VW Käfer bekommen. Aber viel gefahren wurde damit offenbar nicht. Laut Tacho 29.796 Kilometer. Da könnte aber auch noch eine 1 vorne dran sein, weil die Kilometerzähler waren ja damals nur fünfstellig. Ne? Also es sind 29.000 Kilometer drauf. Also ich würde eigentlich eher sagen, auch von dem Gebrauch von dem Fahrzeug, dass es eher 129.000 sind. Nach einem durchaus bewegten Leben also stand die Maschine 30 Jahre lang in einer Scheune. Bevor Ulrich Beppler sie Stück für Stück auseinander nimmt, reinigt er sie gründlich. Sauberkeit ist für den Zweiradmechanikermeister das A und O. Und die anvertrauten Motorräder mit Sorgfalt zu behandeln, gehört zur Unternehmensphilosophie. Eigentlich versuche ich es auch unsere Mitarbeiter und Azubis, wirklich Sauberkeit ins Herz zu legen. Weil sie sollen einfach so arbeiten, wie wenn sie an ihrem eigenen arbeiten. Und dann gibt es da eigentlich auch keine Probleme. Ne? Während der Motorradsaison bietet der 52-Jährige mit seinem Partner und 7 Mitarbeitern vor allem Service, repariert Motorräder und baut sie individuell nach Kundenwunsch um. Aufwendige Restaurierungen macht er eigentlich nur im Winter. Für uns arbeitete er an seinen freien Tagen. Über 2 Monate hinweg konnten wir immer wieder dabei sein und seine Arbeit zumindest in Ausschnitten dokumentieren. Zunächst wird die betagte BMW komplett zerlegt. Und immer wieder wird sich die Frage stellen, was ist überhaupt noch zu verwenden? Hier blättert die ganze Farbe ab. Da ist eine Unterrostung. Da werden wir wahrscheinlich eine andere Sitzbank brauchen. Das ist zu viel Aufwand, die zu restaurieren. So ein altes Motorrad restaurieren ist jedes Mal ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Hier ist der Tank durchgerostet, das hat man eben gesehen. Also da brauchen wir so und so einen neuen Tank. Ob Sitzbank oder Tank, da muss er schon mal einen passenden Ersatz finden. Und den muss man herrichten. Seit seiner Ausbildung bei BMW hat sich Ulrich Beppler auf diese Marke spezialisiert. Er kennt die ganzen Modelle, weiß, wo es was gibt und hat seine Netzwerke. So, als nächstes bauen wir die Batterie aus. Das Schöne an dem Motorrad ist, dass ich eigentlich nicht viel Werkzeug brauche. Das ist noch im Prinzip altertümlich. Da braucht man einen 10er-Schlüssel, einen 13er, einen 17er und einen 19er. Und kann fast eigentlich alles
mit wegschrauben. Das klingt erst mal gut, aber mit dem Alter macht sich eben auch Zerfall bemerkbar. Jetzt sprühe ich die Schrauben etwas ein, die korrodiert sind, dass das schon mal ein bisschen wirken kann, dass sie leichter aufgehen. Korrosion wird uns noch öfter begegnen und Sprühen wird nicht immer reichen. Manchmal hat sich der Zahn der Zeit quasi festgebissen. Die richtigen Hilfsmittel sind das eine, Geschick, Geduld und manchmal Kraft das andere. Vor allem aber hilft Erfahrung, selbst bei Kleinigkeiten. Die Benzinleitungen, die sind so hart, die petzen wir lieber ab, dann machen wir uns auch nicht weh beim Abziehen. So langsam nähern wir uns dem Herzstück des Motorrades. Also hier kann man schon mal sehen, dass kein Wasser in den Motor gelaufen ist, zumindest auf der linken Seite. Da ist nichts korrodiert, das sieht alles gut aus. Hier rechts gucken wir auch noch mal gleich rein. Das sieht eigentlich auch gut aus. Stück für Stück gibt die alte Maschine ihr Innenleben preis. Ach Gott, ach Gott. So einen Luftfilter habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und schon der Luftfilter erzählt etwas von ihrem Schicksal. Da kann man schon den Pflegezustand vom Motorrad sehen. Also da ist schon lange nichts mehr gemacht worden. Da war vielleicht auch eine Maus drin oder sie war unter einem Baum gestanden. Das ist so speziell geformte Ölauffangwanne. Weil wir haben ja hier im Prinzip Achsantrieböl, hier im Prinzip das Schwingenöl und vorne dann im Prinzip Getriebe und Motoröl. Das kann man mit einer Wanne kann man das alles schön auffangen. Dass noch Öl drin ist soweit in Ordnung. Benzin aber, so lernen wir, sollte man ablassen, wenn man ein Motorrad länger nicht fährt. Auch meine Augen sind nicht mehr die besten, deswegen bei diffizile Sachen brauche ich einfach die Brille. Diffizil wird es noch öfter bei all den Schrauben und Muttern. Um das Getriebe rauszunehmen, muss die Hinterradschwinge, also die Aufhängung des Hinterrades, gelockert werden. Dann die ganze Konstruktion etwas nach hinten ziehen, mit Unterstützung von Zweiradmechanikergeselle Hannes Egetenmeier. Und wieder verrät das Motorrad etwas über seine Vergangenheit. Da sieht man jetzt schön den Kupplungsstaub. Mit 23.000 Kilometer oder 30.000 Kilometer hätte ich keinen so einen Kupplungsstaub. Aber das hier, das ist quasi Öl benetzt. Also die über 100.000 Kilometer sind da wirklich sehr reell. Dann machen wir hinten erstmal die Schalldämpfer weg. Das ist leichter gesagt als getan, denn auch die Auspuffanlage hat schon bessere Zeiten gesehen. Nicht nur Korrosion hat hier Spuren hinterlassen. Der Auspuff, die müssen wir neu nehmen, weil die Delle, die da hinten drin ist, die sieht natürlich nicht schön aus. Die kriegt man auch nicht so einfach raus. Und außerdem sieht man hier schön, dass er hier durchrostet.
Also da bleibt im Prinzip immer bei Kurzstrecke das Wasser hier drin stehen und dann rutschen die hier durch. Wird einer mit dem falschen Schlüssel das zugemacht. Mit dem richtigen Werkzeug und der richtigen Dosis aus Gewalt und Gefühl sollte es gehen. Ja, die Hände, die werden halt schwarz bei den Arbeiten. Sieht man halt immer aus, auf gut Deutsch gesagt, wie ein Schwein. Ja, wir haben da schon einen Speziallöser. Und wenn nicht, dann halt, ist zwar nicht so gut für die Haut, aber Bremsreiniger, da geht's immer weg. Wir machen jetzt den Zylinderkopf im Auspuffrohrbereich etwas warm. Aluminium dehnt sich mehr aus wie Stahl. Und damit wird sich dieses Rohr, genannt der Krümmer, leichter lösen. An anderer Stelle hilft schließlich nur noch eins. Ich hole die Flex. Ich flex jetzt den Schraubenkopf, den flex ich jetzt ab, weil die sind so rund, so korrodiert, die kriege ich nicht mehr auf. Langsam erahnt man, warum der erfahrene Mechanikermeister nicht vorhersagen kann, wie lange so eine Restaurierung dauert. Bei so einem Motorrad klemmt es an allen Ecken. Und am Ende hat nur das Entfernen der Auspuffanlage fast 1 Stunde gedauert. So. Bevor der Motor raus kann, muss er erst noch ein bisschen Platz schaffen. Und dann bestätigt sich ein Verdacht. Da unten drunter ist der Anlasser. Also hier sieht man es wirklich deutlich. Da war mit Sicherheit irgendeine Maus oder irgendein Kleintier drin, weil man sieht hier wirklich die Nussschalen, also die Haselnussschalen. Da hat sich mit Sicherheit ein Nest gebaut, dass es schön weich liegt. Um den Motor rauszuheben, braucht er wieder die Hilfe seines Mitarbeiters. Kannst du rausziehen? Die Stange schon. So, jetzt zieh es mal raus. 56 Kilo wiegt das Herzstück des Motorrades, der Zweizylinder-Boxermotor. Da kommst du gerade rüber. Ein Klassiker, bei dem die beiden Zylinder rechts und links rausgucken. Ein Vorteil bei Servicearbeiten. Schon deshalb sehr beliebt, gilt das Modell als robust und langlebig. Eigentlich. Das ist natürlich ein Desaster, weil das ist das Motorgehäuse. Da sieht man es genau, da ist das bläulich abgerissen und hat hier im Prinzip dieses Gussteil, was normal hier drin steckt, ist hier quasi gerade rausgebrochen. Vielleicht auch ohne Öl gefahren, dass das dann im Prinzip heiß gelaufen ist. Jetzt bin ich erst mal geschockt, ganz ehrlich. Jetzt bin ich erst mal geschockt. Was nach Kleinigkeit aussieht, ist ein veritabler Motorschaden. Reparieren macht keinen Sinn. Er wird einen anderen besorgen müssen. Aber mit bösen Überraschungen muss Ulrich Beppler umgehen bei seiner Arbeit. Schließlich ist fast alles an diesem Motorrad ein halbes Jahrhundert alt. Weitermachen also und nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Handwerk kann man lernen, aber die Geduld, sagt er, die es beim Restaurieren braucht, die hat er von seiner Mutter geerbt. Wenn Rücklicht und Blinker abmontiert sind, kommt der nächste große Schritt.
So, dann können wir das ganze Rahmenheck mal hier abnehmen. Im Prinzip kann ein Motorrad mit Kette, Zahnriemen oder einer sogenannten Kardanwelle angetrieben werden. Damit wird jeweils die Kraft des Motors auf das Hinterrad übertragen. Unsere BMW hat Kardanantrieb. Vorteil: man muss nicht schmieren und keine Kette spannen. Ulrich Beppler wird die gesamte Konstruktion von Hinterradschwinge mit Achsantrieb und Kardanwelle auseinanderbauen, einzeln zerlegen, überprüfen und, wo nötig, Teile ersetzen. Aber erstmal wird gründlich gesäubert. Der Teilereiniger, der ist aggressiv für die Haut, deswegen haben wir hier auch Schutzhandschuhe, die wir auch verwenden. Jetzt machen wir mal die Bremsbeläge runter. Wenn die so alt sind wie das Motorrad, dann sind die leider noch mit Asbest behandelt. Und dann ist es besser, man bläst die Trommel nicht aus. Eine Spezialfirma wird die Teile noch strahlen und teilweise neu beschichten. So, als nächstes bauen wir dann die Gabel aus. Machen wir den wunderschönen M-Lenker runter. Der war früher sehr, sehr in Mode. Der M-Lenker heißt so, weil seine Form an ein M erinnern soll. Damals in den 70ern galt er als besonders sportlich. Wenn alles Nötige abgeschraubt und abgetrennt ist, kommt die ganze Gabel, also die Vorderradaufhängung samt Vorderrad und Lenker raus. Viel steht jetzt nicht mehr. Wo immer möglich und sinnvoll, bringt der leidenschaftliche Tüftler die Originalteile wieder in Ordnung. Neue, passende Räder gibt es gar nicht mehr. Auch sie werden in ihre Bestandteile zerlegt und auf Schäden überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass das eine oder andere ersetzt werden muss. Die Speichen etwa sind verrostet. So, jetzt kann ich die Speichen einfach mit dem Bolzenschneider rauspetzen, weil da kommen so und so neue Speichen rein. In Handarbeit, wie wir noch sehen werden. Zerlegen, reparieren oder Ersatz suchen, herrichten. Angesichts des Aufwandes stellt sich dann doch die Frage, lohnt sich so eine Restaurierung überhaupt? Eine Restaurierung lohnt sich eigentlich grundsätzlich immer, wenn man noch Teile bekommt. Da braucht man schon sein Netzwerk, dass man vernünftige Teile kriegt. Ne? Der Perfektionist will immer das bestmögliche Ergebnis. Und was andere besser können als er, gibt er in Auftrag. So lässt er seit Jahren von einer kleinen Firma bei Karlsruhe alles machen, was gestrahlt und neu beschichtet werden muss, wie hier der Hauptständer. Schwarz mit Seidenglanz. Das ist sehr schön geworden. Der muss nicht auch wie neu aussehen, weil bei manchen Sachen soll man halt wirklich sehen, dass die auch eher Leben gehabt haben. Gestrahlt wird nicht mit Sand,
Das wäre zu aggressiv, sondern mit mikrofeinem Edelstahl. Manche Schäden, wie kleine Risse, kann man erst danach richtig sehen. Inzwischen hat er auch einen baugleichen, gebrauchten Ersatz für den durchgerosteten Tank organisiert und Monza-blau lackieren lassen. Fehlen noch die typischen weißen Zierlinien. Da setzt Ulrich Beppler ganz auf die ruhige Hand von Ulrike Ebert-Benz. Die Liniererin hat ihr Handwerk bei BMW gelernt. Sie arbeitet mit speziellem Linierlack, der sich gut ziehen lässt, keine Blasen wirft und gut deckt. Außerdem verwendet sie spezielle Linierpinsel. Vier Stunden werden die Linien trocknen müssen. Dann kommt noch Klarlack drüber. Gut. Okay. Ein toller Look ist das eine, Sicherheit das andere. Die Bremsbeläge von BMW gibt es nicht mehr original, nur noch als Nachbau. Das Einsetzen sollte man immer dem Fachmann überlassen. Hier muss alles richtig sitzen, sicher befestigt sein und zuletzt noch auf seine Funktion überprüft werden. Zwar merkt man es ziemlich schnell, wenn die Bremse nicht geht, das kann dann aber schon zu spät sein. Für den Motorradspezialisten ist klar: Bremse ist eigentlich, hätte ich mal sagen, das wichtigste Bauteil an einem Motorrad, weil vorwärts kommt jeder, aber Bremse, das muss einfach gewährleistet sein in unserem heutigen Straßenverkehr, dass das auch wirklich zum Halten kommt. Ne? So, als nächstes werden wir noch den Rahmen bearbeiten. Die ganze Gewinde schneide ich jetzt nach. Nicht, dass da noch Reste drin sind vom Beschichten. Auch der Rahmen wurde gestrahlt, grundiert und neu mit Kunststoff beschichtet. Schwarz mit Seidenglanz, wie der Hauptständer. Gewinde nachschneiden ist zeitaufwendige Detailarbeit, wie auch das Brechen der Kanten, bevor aus dem nackten Rahmen Stück für Stück wieder ein Motorrad wird. Beim Aufbau sollte man immer im Blick haben, was wann zu tun ist und zum Beispiel das Lenkschloss prüfen, bevor die Gabel wieder drin ist. So, das ist jetzt das Lenkschloss. Müssen wir auch gucken, dass das geht. Das kann man hier eigentlich schön erkennen. Auf der Herdplatte dampft das untere Lenkkopflager. Es wird auf 100 Grad erhitzt, damit es sich weitet und besser auf die Gabelbrücke rutscht. Das kleine Teil ist eines der wichtigsten Lager. Jede noch so kleine Lenkbewegung wird übertragen. Entsprechend stark ist seine Beanspruchung. Kurz abkühlen und dann? Jetzt können wir die Gabelbrücke einsetzen. Wenn die Gabelbrücke drin ist, kann auch die Gabel wieder eingesetzt werden, die Aufhängung für das Vorderrad. Hier musste er die alten Standrohre ersetzen. Sie hatten sich bei genauer Betrachtung als Chrom herausgestellt.
Natürlich sollen die Stoßdämpfer Stöße aufnehmen und dämpfen und werden meistens stark strapaziert. Bevor der Lenker draufkommt, wird noch alles für die vorderen Blinker vorbereitet. So, als nächstes müssen wir das Blinkerkabel noch einziehen. Ulrich Beppler baut viel und gerne Motorräder um, aber restaurieren heißt immer abwägen. Was muss oder kann neu gemacht werden, was sollte auf alle Fälle bleiben vom Original. Was bei einer Restauration immer sehr wichtig ist, finde ich zumindest, ist eigentlich, dass man die Original-Typenschilder beibehält. Man kann immer noch schön erkennen, hier R75.5 und unten drunter die Fahrgestellnummer und dann das zulässige Gesamtgewicht vom Fahrzeug. Dass der alte M-Lenker ersetzt wird, geschieht auf Wunsch. Mittlerweile wollen die Kunden lieber etwas entspannter durch die Weinberge tuckern oder cruisen, dass wir dann hier den dann auch montieren. Mit diesem Lenker kann man aufrechter und damit bequemer sitzen. Eigentlich ist er für Gespanne gedacht, also Motorräder mit Beiwagen. Jeder Motorradlenker ist aber auch der Platz für die Lenkerarmaturen. Wichtige Bedienelemente, etwa Kupplungs- und Bremshebel oder Gasdrehgriff. Und damit man den nicht krampfhaft festhalten muss, hatte man schon früher eine gute Idee. Das ist der Tempomat von früher. Das ist hier eine Feststellschraube. Heute ist das ja alles elektronisch geregelt. Und früher hat man einfach hier die Schraube zugedreht. Dann ist der Gasdrehgriff schwer gegangen oder im Prinzip in seiner Stellung geblieben. Und mit Gewalt hat man trotzdem zurückdrehen können. Die Schraube ließ sich mit dickem Handschuh beim Fahren bedienen. Im Scheinwerfer verbirgt sich ein Großteil der Elektrik des Motorrades. Hier sitzt auch das alte, noch mechanische Zündschloss. Damit dann später alles funktioniert, sollte man dieses Innenleben verstehen. Also früher habe ich Elektrik gehasst, das muss ich einfach sagen, weil ich es nicht verstanden habe. Und ich habe eigentlich erst so die Elektrik richtig verstanden auf der Meisterschule. Es ist viel leichter, wenn man was versteht. Dann geht es einem einfach leichter von der Hand. Ob das inzwischen klappt, sehen wir noch. Eine echte Herausforderung war die Suche nach einem Motor, auch wenn vieles angeboten wird. Das Problem ist aber, dass meistens vergessen wird, den Kilometerstand dazu zu schreiben, dass man ungefähr abschätzen kann, auf was dass man sich hier einlässt. Neuteile gibt es leider keine mehr. Von daher war es auch etwas schwierig und man braucht im Prinzip für diese Restauration auch einen älteren Motor, dass die Teile zusammenpassen. Nachdem er verschiedene zerlegt und überprüft hat, hat er schließlich Teile von 2 Motoren kombiniert. Jetzt kommt noch der zweite Zylinder an den Zweizylinder-Boxermotor. Auch er soll wieder die Kraft von 50 PS erzeugen. Bei der Zylinderkopfdichtung muss man aufpassen, dass man die richtig rum drauf macht. So passt es. Die Zylinderköpfe wurden von einer Spezialfirma umgerüstet. Nun verträgt der Motor auch bleifreies Benzin. Aufgewachsen mit dem Fahrrad- und Mopedgeschäft seines Vaters hat Ulrich Beppler mit 6 Jahren sein erstes Kindermotorrad bekommen. Natürlich mit richtigem Motor, wie er sagt. Den hat er noch nicht auseinandergenommen, aber wenig später ein Fahrrad, um zu verstehen, wie es funktioniert.
Technisches Verständnis und Genauigkeit sind für seine Arbeit unerlässlich. Ein Fehler kann den nächsten nach sich ziehen. Wenn hier der obere Todpunkt nicht korrekt eingestellt wird, klappt es auch nicht mit der Zündung. Ein Motor funktioniert nur, wenn alles sorgfältig aufeinander abgestimmt ist. Jetzt können wir im Prinzip das Ventilspiel einstellen. Das stellen wir etwas weiter, weil die ersten 500 Kilometer setzen sich die Dichtungen. Deswegen muss der Zylinderkopf auch nochmal nachgezogen werden und dann die Ventile nochmal eingestellt. Die erste Inspektion an so einem Motorrad ist so und so die wichtigste, weil die ganze Lager, was alles erneuert wurde, kommt überall nochmal neues Öl rein, nach 500 Kilometer. Dass das restaurierte Motorrad schon mal 500 Kilometer fahren wird, scheint für ihn außer Zweifel. Weiter geht's mit Einspeichen von Hand. Das heißt, 40 Speichen werden einzeln zwischen Felge und Radnabe gesteckt. Auch hier hat sich Ulrich Beppler dafür den ausgesucht, der das am besten kann, seinen Vater Rolf. Der 80-Jährige hat jahrzehntelange Erfahrung und gehört inzwischen zu den wenigen, die das überhaupt noch machen. Neue Räder, wir erinnern uns, gibt es nicht. Auch die alte Felge war beschädigt, eine andere wurde gestrahlt und poliert. Die Speichen waren so verrostet, dass sich der Chrom löste. So. Wenn dann auch der komplette Reifen wieder drauf ist, muss das Rad noch ausgewuchtet werden. Auf dem Hochbock lässt es sich drehen und auspendeln. Theoretisch ist es da am schwersten, wo das Ventil sitzt. Praktisch auch. Also ist es genau gegenüber am leichtesten. Die Stelle wird markiert und zum Ausgleich wird dort so viel Speichengewicht angebracht, dass das Rad schließlich rund läuft. Sind die Gewichte festgeklopft, kann das Vorderrad vorsichtig unter dem Kotflügel in die Gabel montiert werden. Allzu viel fehlt vorne jetzt nicht mehr. Was man sich früher schon alles überlegte, freut den Spezialisten. Bei der 75.5 oder bei der Strich 5 Modelle ist es sehr schön. Da geht der Heckkabelbaum, geht durch den Heckrahmen. Und liefert so schön verdeckt und gut geschützt den Strom für Rücklicht, Bremslicht und hintere Blinker. Beide Kotflügel wurden wie der Tank Monza blau lackiert und von Hand mit den traditionellen weißen Linien verziert. So gerne Ulrich Beppler Sonderwünsche erfüllt, bei einer Restaurierung geht es auch darum, den Charakter zu erhalten. Alles würde er nicht machen. Also wenn der Kunde jetzt, sage ich mal, eine Vollverkleidung an dieses Motorrad wollte,
dann würde ich sagen, nee, das machen wir jetzt halt nicht, weil das wäre eigentlich am Stil vorbei. Ne? Auch das Hinterrad wurde neu eingespeicht und ausgewuchtet. Jetzt wird es vorsichtig eingestellt und mit Schwinge und Achsantrieb verbunden. Allmählich sieht das Ganze immer mehr aus wie ein Motorrad. Und bald nähern wir uns einem absoluten Höhepunkt. Letzte Vorbereitungen. Der neu beschichtete Rahmen wird zum Schutz abgeklebt. Dann ist es soweit. Mit dem Motor kommt das 56 Kilo schwere Herzstück des Motorrades an seinen angestammten Platz. Auch für eingefleischte Motorradfans keine Routine, sondern ein quasi erhabener Moment, die Hochzeit. Den Begriff Hochzeit gibt es bei vielen Handwerkskünstlern, aber selten wurde er so romantisch erklärt. Das ist quasi so, wie wenn ich die Braut zum Altar führe. Ne? So kann man das eigentlich sich vorstellen. Der Motor, das ist eigentlich das Herzstück vom Motorrad, weil der treibt ja im Prinzip das Motorrad auch an. Und es ist eigentlich dann immer schön, wenn der ohne Kratzer in den Rahmen reingeht. Ne? Für ein fruchtbares Eheleben braucht es allerdings noch das Getriebe. Hier ein Vierganggetriebe. Es wird zwischen Motor und Hinterradschwinge samt Achsantrieb mit Kardanwelle montiert. Bei diesem Antrieb, wir erinnern uns, muss man nicht schmieren und keine Kette spannen. Noch die Kardanwelle anflanschen, prüfen, ob alles so passt und weiter geht's. Statt der alten, teilweise verbeulten und durchgerosteten Auspuffanlage gibt es einen hochwertigen Nachbau. Der neue Krümmer, das krumme Rohr also, wird sorgfältig mit dem Zylinderkopf verbunden. Es leitet die Abgase aus dem Motor. Ein echter Hingucker sind die dem Original nachempfundenen zigarrenförmigen Schalldämpfer. Das Ganze wird natürlich links und rechts entsprechend angebaut und alles wird fest montiert. Zurück zum Scheinwerfer und seiner Elektrik. So, das ist Standlicht. Gucken wir mal gleich, ob das auch geht. Ja. So, und das da ist dann das Abblendlicht. So, gut. Lichthub. Aufblende, Abblende. Gut. Nun kommt Leben in das Motorrad. Und wir erfahren nebenbei, dass es jetzt auch einen Namen hat. Frederik. Damit Frederik sich künftig den nötigen Respekt verschaffen kann, braucht er natürlich auch wieder eine Hupe. Ein schöner Nachbau. Ihr Ton wird vermutlich eine ganze Generation an die Fernsehserie Die Waltons erinnern. So, Achtung.
Die verschiedenen Öle sind auch schon wieder drin, fehlt nur noch ein Schluck Motoröl. Sonst droht bald wieder das Aus. Macht so ein altes Motorrad eigentlich viel Lärm? Also beim Boxermotor sind wir ja sehr niedertourig. Das ist schon, der Motor ist auf Drehmoment ausgelegt, deswegen dreht er eigentlich auch nicht so hoch. Und man kann sehr untertourig eigentlich mit dem Motorrad durch die Ortschaften fahren und dann hört sich das eigentlich auch gut an. Zum Heizen hat man so einen Oldie ja sowieso nicht. Bei entspannter Fahrweise verbraucht das Motorrad zwischen 4,5 und 6 Litern Benzin. 24 Liter passen in den Tank. Damit käme man also 400 bis 500 Kilometer weit. Auf den schön hergerichteten und fast wie neu glänzenden Tank setzt Ulrich Beppler gezielt Akzente mit Patina. Auch die Embleme haben schon 50 Jahre auf dem Buckel. Und irgendwie steht es dem Motorrad auch. Die alte Sitzbank musste gegen eine andere, sehr gut erhaltene ausgetauscht werden. Unter dem Sitz bleibt noch Platz für das Bordwerkzeug. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass er anspringt. Und da habe ich aber keine Bedenken. Weil wir haben ja schließlich von A bis Z alles gemacht. Spricht eigentlich nichts dagegen. Frisch von der Hebebühne muss das Motorrad dann noch zum TÜV, bevor es auf die Straße darf. Die erste Probefahrt findet auf dem eigenen Hof statt. Viel Arbeit, Nerven und Geduld hat es den Motorradspezialisten gekostet, die alte Maschine nicht nur schön zu restaurieren, sondern auch wieder fahrtüchtig zu machen. Für die Straße, nicht fürs Museum. Rechnen muss man bei so einer Restaurierung mit 12.000 bis 15.000 €. Das ist vermutlich mehr, als man bei einem Verkauf bekäme, aber Liebhaber denken nicht in schnöden Zahlen. Zuletzt fragte sich der Besitzer von Frederik vor allem eines: ob Ulrich Beppler das Motorrad überhaupt wieder hergibt. Und wenn man ihm so zuschaut, dann fragt man sich das auch. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.